So, sehr gut. Wie gesagt, gerne zwischendurch, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, einfach melden. So, ich hoffe, das ist groß genug. Ich mache mal hier noch, mach das mal so. Falls ihr jetzt nicht Confluence seht, bitte schreien. Ihr solltet jetzt eine Confluence-Seite sehen. Ich habe das Ganze nämlich nicht in einer Präsentation an sich erstellt, sondern als Confluence-Seite. Habt ihr aber ein bisschen so gepimpt, dass sie quasi wie eine Präsentation funktioniert. Kann ich am Ende auch gerne einmal kurz zeigen, wie ich das gemacht habe. Ist jetzt nichts, was ich im normalen Alltag an einer Confluence-Seite so stark exerzieren würde, aber für heute hat sich das irgendwie angeboten. Und was ihr jetzt hier seht, ist die Agenda, die wir jetzt durchgehen werden. Also ich gehe ganz kurz auf die Vorteile von Confluence ein und auf die Struktur, also wie ist Confluence an sich aufgebaut. Wir sprechen auch kurz über Berechtigung, weil das ein relativ komplexes, also eigentlich ist es nicht so komplex, aber es führt häufig zu Fragen. Deswegen möchte ich da auf jeden Fall kurz drauf eingehen. Dann schauen wir uns die Navigation an. Wir schauen uns an, wie Bereiche und Seiten aufgebaut sind vom Layout her. Und natürlich schauen wir uns auch an, wie man eine neue Seite erstellt und was man da alles machen kann. Da habe ich noch so einen Punkt weiteres, da komme ich dann ganz am Ende nochmal drauf zurück. Und damit starten wir mit den Vorteilen. Ganz wichtig ist, wir haben kollaboratives Arbeiten, so wie man das auch zum Beispiel von O365 oder von Google kennt. Das heißt, was wir hier bearbeiten, sind ja einzelne Confluence-Seiten und dementsprechend können mehrere User gleichzeitig an der gleichen Confluence-Seite arbeiten. Und man sieht zu jeder Zeit, so wie ihr das wahrscheinlich eben kennt, von Google zum Beispiel, oben rechts ein kleines Icon, welcher andere User da gerade mit euch auf dieser Seite arbeitet. Und ihr seht eben auch in Echtzeit, was der andere User gerade macht. Genau, an der Stelle ist wichtig, da komme ich auch nochmal drauf zurück, wenn wir nachher eine Seite erstellen. In dem Moment, wo ihr die Änderungen, die ihr gemacht habt, veröffentlicht ihr alle Änderungen, also auch die, die ein anderer User in dem Moment gemacht hat. Und da ist dann eben ein deutlicher Unterschied, also hier haben wir eben den Unterschied im Gegensatz zu einem Google Doc, wo ja automatisch immer alles gespeichert wird, da wird ja nichts aktiv veröffentlicht. Bei Confluence ist das eben so und dann muss einem bewusst sein, dass man eben auch die Änderungen anderer Leute mit veröffentlicht. Genau, es wird kontinuierlich gespeichert, das heißt, sobald ihr quasi irgendeine Taste drückt, irgendeinen Buchstaben schreibt, speichert Confluence automatisch wieder. Das heißt, es kann eben nichts verloren gehen. Ja? Also auch wenn euch der PC abschmiert, könnt ihr euren aktuellen Stand immer wieder einfach aufrufen und weiterarbeiten. Jedes Mal, wenn ihr eine Seite aktiv speichert bzw. veröffentlicht, wird eine Version hochgezählt. Und dementsprechend ist es eben auch möglich, alte Versionen jederzeit wieder anzuschauen, sich die Versionshistorie anzuschauen und eben auch zum Beispiel Versionen miteinander zu vergleichen und natürlich auch alte Versionen wiederherzustellen, wenn der Bedarf besteht. Man kann veraltete Inhalte archivieren. Das gilt sowohl für einzelne Seiten als auch für ganze Bereiche. Das heißt, man hat eben eine Möglichkeit, das System sauber und ordentlich und übersichtlich zu halten, ohne dass man Inhalte löschen muss, weil da natürlich immer die Gefahr besteht, dass man sie vielleicht doch irgendwann nochmal braucht. Genau, deswegen kann man die Inhalte eben einfach archivieren und kann sie dann auch jederzeit wieder anschauen und wiederherstellen. Genau, und ganz, ganz wichtig, man hat ganz, ganz einfach die Möglichkeit, sämtliche Inhalte über alle Speicherorte in Confluence miteinander zu verlinken, schafft dadurch sehr viele Navigationsmöglichkeiten und eine sehr schnelle Navigation für den User durch das System und durch die Inhalte. Das heißt, man kann auch ganz schnell Übersichten schaffen über verschiedene für den Leser wichtige Inhalte, ohne dass der Leser sich da durch das System suchen muss, um alles zu finden, was er braucht zum Beispiel. Genau. Kommen wir zur Struktur. Das kleinste Element in Confluence ist die einzelne Seite. Also zum Beispiel das, wo wir gerade drauf schauen, das ist eine Confluence-Seite. Und davon gibt es dann eben sehr, sehr viele. Und die sind strukturiert in sogenannten Bereichen. Und das kann man sich vorstellen wie ein Ordner auf einem Laufwerk, wo verschiedene Dateien drin liegen. Nur habe ich hier eben Bereiche, in denen Seiten liegen.
Und dementsprechend guckt man eben, dass man Bereiche hat, die irgendwie thematisch zusammengehören. Das können tatsächlich, also wirklich thematische Bereiche sein im Sinne von zum Beispiel ein Bereich zum Thema agile Softwareentwicklung. Das können aber auch Teambereiche sein. Das heißt, das Team sammelt alle Inhalte, die es erstellt, im eigenen Confluence-Bereich. Man kann auch Projektbereiche beispielsweise erstellen, Bereiche explizit für irgendwelche Dokumentationen oder Handbücher. Da ist einem natürlich ganz freien Lauf gelassen, aber es geht eben darum, dass man irgendwie inhaltlich zusammengehörende Inhalte in einem Bereich organisiert. Und auf Bereichsebene findet eben auch die wesentliche Berechtigung statt. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück. Aber deswegen ist es eben so wichtig, dass man überlegt, wo man die Bereiche schneidet. Genau, und den Bereichen übergeordnet ist die sogenannte Confluence-Site. Theoretisch kann man davon mehrere haben. Auch auf Ebene der Confluence-Site kann man dann wieder mit Berechtigungen arbeiten. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine große Firma hat, ich nehme einfach mal das Beispiel Rewe Digital. Wir haben zum Beispiel eine Tochtergesellschaft Zoroyal und die hätte bei uns eine eigene Confluence-Site und dann könnten wir die Rewe Digital-Mitarbeiter für die Rewe Digital-Zeit berechtigen und die Zoroyal-Mitarbeiter für die Zoroyal-Zeit. Genau. Und das macht es dann zum einen für den jeweiligen Mitarbeiterpool natürlich oder für den Userpool übersichtlicher und steuert eben auch die Berechtigungen. Genau, beim Thema Berechtigungen gibt es 3 verschiedene Ebenen. Wir haben zum einen die globalen Berechtigungen, die werden auf Ebene der Site vergeben. Und hier wird zum einen festgelegt, kann der User einen persönlichen Confluence-Bereich erstellen, kann er grundsätzlich neue Confluence-Bereiche erstellen und kann der User sich User-Profile von anderen Usern anschauen. Das ist eigentlich was im Wesentlichen der Confluence-Admin steuert, was den User nur insofern am Ende interessiert, als dass er eben Bereiche erstellen kann oder halt nicht. Auf Bereichsebene findet dann eben die eigentliche Berechtigung für die Inhalte statt. Das heißt, pro Bereich wird festgelegt, welche User dürfen was tun in diesem Bereich. Und das gilt dann immer für alle Seiten, die sich in diesem Bereich befinden. Da gibt es dann nochmal verschiedene Stufen von Berechtigungen. Wir haben quasi diese typische Treppe von View, Edit, Delete. Und das bezieht sich dann auf verschiedene Elemente. Also ich kann zum Beispiel sagen, wer darf Seiten lesen, bearbeiten, löschen, wer darf Kommentare an den Seiten lesen, bearbeiten, löschen, wer darf Anhänge lesen, bearbeiten und löschen und so weiter. Und dann gibt es eben auch Bereichsadmins. Das heißt, man kann für jeden Bereich einen oder mehrere Administratoren definieren und die wiederum haben dann zum Beispiel die Berechtigung, andere User zu berechtigen oder Vorlagen für den Bereich zu erstellen oder ähnliches. Genau, und auf Ebene der Seiten, das ist so dann nochmal eine Ebene tiefer, eine Teilmenge kleiner sozusagen, haben wir dann noch Seitenbeschränkungen. Wichtig, das sind eben wirklich nur Beschränkungen, das sieht man hier auch rechts, ist das nochmal ein bisschen dargestellt, das sind wirklich nur Beschränkungen von den Berechtigungen, die ich schon auf Bereichsebene vergeben habe. Das heißt, ich kann für einzelne Seiten und Seitenbäume sagen, ob ein User, also ob nur eine Teilmenge der User, die den ganzen Bereich sehen dürfen, diese eine Seite oder den Seitenbaum zum Beispiel sehen oder bearbeiten dürfen. Das heißt, ich kann eben nur die Menge der berechtigten User einschränken. Ich habe an dieser Stelle nicht die Möglichkeit zu sagen, ich berechtige auf einzelne Seiten einen User, der nicht für den Bereich berechtigt ist. Das geht nicht. Jeder, der eine Seite in einem Bereich sehen können soll, muss immer für den ganzen Bereich berechtigt sein. Genau, das haben wir auch nochmal hier in Diagrammform, einfach nochmal, um das darzustellen. Auf Ebene der Confluence-Site werden die globalen Berechtigungen vergeben. Auf Bereichsebene vergibt der Bereichsadmin die Berechtigungen für den Bereich beziehungsweise für alle Seiten, die sich in diesem Bereich befinden. Und auf der Ebene der einzelnen Seiten oder Seitenbäume kann man dann nochmal die Berechtigung einschränken. Genau. Hier habe ich nochmal einen kleinen Tipp dargelassen. Hier bin ich zum Beispiel nicht ganz sicher. Ach so, ich habe den Disclaimer vergessen. Wir arbeiten mit Confluence Server. Ich zeige das heute auf Confluence Cloud. Dementsprechend bin ich auf Confluence Cloud natürlich nicht ganz so sicher wie auf Confluence Server. Also verzeiht mir bitte, wenn ich an der einen oder anderen Stelle etwas unsicher bin. Genau.
Ich wollte das aber eben auf Confluence Cloud machen, weil das jetzt das kommende Produkt ist und Confluence Server so auch nicht mehr gekauft werden kann. Jedenfalls ist das auf Confluence Server nämlich so, dass ich bei der Seitenbeschränkung gebe ich ja dann an, welche User möchte ich dann aber für diese eine Seite berechtigen. Und da kann ich auch User auswählen, die gar nicht auf Bereichsebene berechtigt sind. Das heißt, ich erkenne dann nicht, ob der User auf Bereichsebene überhaupt diese Seite sehen darf oder nicht. Und dann kann es eben sein, dass ich zum Beispiel auf Seitenebene sage, okay, ich schränke diese Berechtigung ein, aber für den Kollegen XY gebe ich die Seite frei und der kann die aber trotzdem nicht sehen. Und dann liegt das eben häufig daran, dass der gar nicht auf Bereichsebene berechtigt ist. Okay, genau, jetzt wäre der nächste Punkt die Navigation. Und die zeige ich natürlich am System selber. Wir fangen an mit der Leiste hier oben, diese hellblaue Leiste. Ganz oben links gibt es den sogenannten Site-Switcher. Da kann ich zwischen den verschiedenen, entweder zum Beispiel Confluence-Sites, die ich habe, hin und her wechseln oder eben auch zu den an Confluence angebundenen Systemen, wie hier zum Beispiel Jira. Also wir haben in diesem gleichen Community-Universum haben wir eben auch ein Jira für die gleichen User. Und dann kann ich eben einfach zu Jira springen. Genau. So, das reicht dazu. So, dann gibt es immer neben dem Site-Switcher ein Logo. Das kann natürlich je nach Unternehmen ein anderes Logo sein. Dieses Logo führt auf jeden Fall immer zur Startseite, die im System hinterlegt ist. In diesem Fall ist das, ich zeige das mal eben, ist das die Seite für die LIDA-Ressourcen. Und immer wenn ich auf diesen Home-Button drücke, komme ich dahin wieder zurück. Anders ist es bei dieser Startseite. Die ist zum Beispiel ein Feature, das es so in der Form bei Confluence Server nicht gibt. Da hat man eigentlich nur die Startseite, die im System hinterlegt ist. Dafür kann ich in Confluence Server zum Beispiel pro User, also der User selber kann seine eigene Startseite im System ändern. Das heißt, für Armin zum Beispiel, du kannst in dein Profil gehen und die Startseite deines Teambereichs beispielsweise als deine persönliche Startseite festlegen. Und immer wenn du dann auf das Logo gehst, kommst du halt auf diese Seite und nicht auf die Seite, die vom Admin hinterlegt wurde. Diesen Punkt hier überspringe ich jetzt, der ist speziell in diesem Confluence konfiguriert, den könnt ihr einfach ignorieren. Aber in der Confluence Cloud gibt es eben immer diesen Button zur Startseite. Und die ist auch super hilfreich. Das ist nämlich quasi so eine Art Dashboard. Das heißt, ihr habt hier für euch persönlich relevante Inhalte auf einen Blick dargestellt. Ihr habt beispielsweise hier oben die für euch wichtigen Bereiche. Also ihr seht hier zum Beispiel die Bereiche, die ich als Favorit markiert habe. Das seht ihr an dem Sternchen. Oder auch meinen persönlichen Bereich und das Archiv. Darunter sehe ich die Seiten, die ich zuletzt verwendet habe. Und da trennt Confluence nach den Seiten, die ich zuletzt besucht habe und den Seiten, die ich zuletzt bearbeitet habe. Und das ist zum Beispiel was ich in meinem Alltag ganz, ganz viel nutze, weil ich an sehr vielen verschiedenen Confluence-Seiten arbeite und mir sehr viele verschiedene Confluence-Seiten anschaue. Und wenn ich dann jedes Mal mich sozusagen mit der Suche oder mit irgendwelchen Seitenbäumen rumschlagen müsste, um die Seiten wiederzufinden, auch wenn ich die dann mehrfach am Tag wieder besuche und wieder besuche, ja, dann würde ich halt sehr viel Zeit darauf verschwenden, die Seiten immer wieder zu finden. Deswegen nutze ich halt ganz viel diese Übersicht und weiß ja immer, habe ich mir eine Seite nur angeschaut oder habe ich die bearbeitet und dann habe ich eben je nachdem hier diese Listen an Seiten und kann die ganz schnell einfach wieder aufrufen. Genau. So, dann habt ihr hier noch eure Entwürfe. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr, ignoriert bitte, wie das aussieht. Das sollte bei euch hoffentlich nicht so aussehen. Hier findet ihr alle Seiten, die ihr bearbeitet, aber nicht veröffentlicht habt, beziehungsweise alle Seiten, wo ihr Änderungen vorgenommen und diese eben nicht veröffentlicht habt. Hier sieht man, dass ich offensichtlich sehr viele Seiten gestartet und niemals veröffentlicht habe, was natürlich nicht so toll ist, weil ich hier ganz viele Müllentwürfe habe. Sollte ich vielleicht mal aufräumen. Aber heißt, wenn ihr eine neue Seite erstellt und ihr klickt nicht auf diesen Veröffentlichen-Button, den wir nachher sehen, dann taucht die Seite erstmal nicht in dem Seitenbaum auf und dann könnt ihr die hier wiederfinden.
Genau. Und markiert sind eben alle eure Favoriten. Ihr könnt sowohl Bereiche als auch einzelne Seiten als Favorit markieren. Und hier seht ihr eben die Seiten, die ich halt als Favorit markiert habe. Und ja, genau. Das heißt, hier habt ihr so eure wichtigsten Inhalte im Schnellzugriff. Auf der rechten Seite seht ihr zum Beispiel noch den Kalender, falls ihr den in eurem Confluence nutzt. Seht ihr eure nächsten Ereignisse. Hier unten gibt es ein Update, ein Newsfeed. Da sehe ich jetzt in diesem Fall hier zum Beispiel die Änderungen, die zuletzt von anderen Leadern in diesem Confluence vorgenommen wurden. Genau. Sowohl die Bereichsübersicht als auch die zuletzt verwendeten Seiten findet ihr dann nach dem, oh, das ist blöd. Seht ihr diese Leiste, die da aufgeht? Oder seht ihr die gar nicht? Nö, die sehen wir nicht. Mir geht da jetzt die Zoom-Leiste auf über der Navigationsleiste. Das ist natürlich höchst ungünstig. Also ich habe da ein bisschen was gesehen, so Fragmente. Kann die auch nicht wegschieben. Ich versuche es mal zum Gehen. Dieses GDGR oder was steht da? Meinst du das? Ach so, nee, das meine ich gar nicht. Nee, hier geht so ein Overlay von Zoom auf. Egal, ich versuche das irgendwie zu umgehen. Nee, das Overlay sehen wir nicht. Ne? Also wir sehen nur den Bildschirm. Okay, ja, mir legt sich das leider genau über die blaue Leiste oben. Vielleicht, ich mache mal den Bildschirm wieder kleiner. Das sieht dann zwar nicht so schön aus, aber dann ist das Overlay nicht über der Leiste. So, machen wir es so. Genau, also sowohl die Bereiche als auch die zuletzt verwendeten Seiten findet ihr auch hier oben in den Reitern. Das heißt, es ist die gleiche Übersicht, nur in einer anderen Darstellungsform. Wo die Frage gerade kam, das mit dem GR sind Tastenkürzel. In Confluence gibt es sehr, sehr viele Tastenkürzel. Das heißt, wenn man gerne damit arbeitet, sollte man sich die einmal anschauen. Ich zum Beispiel arbeite tatsächlich sehr viel damit. Das heißt, und GR ist ein komisches Tastenkürzel. Also man drückt tatsächlich GR hintereinander und dann passiert genau das, was ihr jetzt seht. Das geht auf. Und ich benutze das, geht im Server genauso. Und ich benutze das ganz, ganz viel. Das heißt, wenn ich irgendwie von einer Seite zur nächsten gesprungen bin und will wieder 10 Seiten zurück, tippe ich eben GR auf meiner Tastatur, kriege direkt die Übersicht der Seiten, die ich zuletzt besucht habe und kann die ganz schnell wieder aufrufen. Ist also wirklich eine sehr, sehr praktische Sache. Wo ihr die Tastenkürzel findet, zeige ich euch gleich. So, dann gibt es hier noch einen Personenreiter. Da findet ihr hier unten eine Übersicht über Personen und Teams. Und ihr seht hier, man kann in Confluence Cloud ein Team anlegen. Das ist tatsächlich was es im Confluence Server so nicht gibt. Das heißt, ihr seht hier schon, ich habe hier beispielsweise ein Team angelegt für meine Atlassian Community Cologne, also für die 3 Leader. Und dann konnte ich sagen, diesem Team ordne ich jetzt die beiden User, Crimo und André, zu. Und jetzt habe ich die hier immer im Schnellzugriff. Und über das Team selber kann ich beispielsweise dann auch gezielt mit den beiden Informationen und Links teilen, wenn ich das möchte. Den App-Button, naja, also die beliebten Apps könnt ihr in dem Sinne erstmal ignorieren. Das sind nur Vorschläge von Atlassian, was es so an tollen Apps gibt. Das heißt nicht, dass sie bei euch im System installiert sind. Aber hier oben habt ihr zum Beispiel auch Zugriff auf die Kalenderfunktion, die dann wiederum mit der Kalenderansicht auf eurem Dashboard verbunden ist. Gehe ich jetzt aber nicht im Detail drauf ein. So, dann habt ihr den Punkt Vorlagen, was eine sehr, sehr praktische Geschichte ist. Auch in Confluence Server gibt es Vorlagen. Findet man an einer etwas anderen Stelle, aber es gibt sie, aber eben längst auch nicht so viele wie in Confluence Cloud. Und da kommen auch regelmäßig neue Vorlagen dazu. Und genau, das ist einfach eine ganz, ganz praktische Geschichte. Hier habt ihr also diese Vorlagengalerie und auf der rechten Seite könnt ihr euch schon anschauen, wie dann eure Seite aussehe. Also Vorlage, sorry, hätte ich vielleicht erklären sollen. Vorlage heißt, ihr erstellt eine neue Seite nicht komplett leer, ohne irgendwelchen Inhalt, sondern ihr erstellt eben eine Seite, die schon eine gewisse Struktur hat, sodass ihr zum Beispiel, wenn ihr mehrere Seiten der gleichen Art erstellt, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal hier Anleitungsartikel, dann könnt ihr diese Vorlage verwenden und habt dann eben schon eine Struktur vorgegeben, an der ihr euch orientieren könnt und mit der ihr dann auch sicherstellen könnt, dass zum Beispiel jeder Anleitungsartikel gleich aufgebaut ist, gleich aussieht. Und natürlich erspart euch das auch Zeit. Gerade zum Beispiel bei sowas wie den Meeting-Notizen, da habt ihr einfach schon alles, was ihr jetzt hier auf der rechten Seite seht, habt ihr dann schon in eurer Seite stehen, müsst es
überhaupt nicht mehr formatieren oder ähnliches. Tragt einfach nur noch ein, wer hat teilgenommen, was sind die Ziele des Meetings, was wurde besprochen und die ganze Struktur ist eben schon vorhanden. Genau. Ja, und dann könnt ihr euch hier einfach mal durchklicken, gucken, ob da irgendwas bei ist, was ihr gebrauchen könnt. Und dann könnt ihr hier auf Vorlage verwenden klicken und dann wird eine neue Seite mit entsprechend dieser Vorlage erstellt. Und ihr könnt hier auch Vorlagen, die ihr zum Beispiel häufig nutzt, als Favorit markieren. Und dann könnt ihr die hier entsprechend einfiltern. Irgendwo, ich weiß gerade nicht genau wo. Irgendwo kann man die dann einfiltern. Ich glaube, unten war das. Weiß nicht ganz unten. Weiß ich gerade nicht mehr. Ist jetzt auch egal. Weiter im Text. Genau. So, das ist der Erstellen-Button für das Erstellen einer neuen Seite. Den ignorieren wir jetzt, da kommen wir ganz am Ende drauf zurück. Dann habt ihr hier die Suchleiste. Ihr seht schon, wenn ich da reinklicke, dann kommt hier so ein Pop-up-Fensterchen. Falls das in eurem Confluence aus irgendwelchen Gründen länger dauert, wartet, bis das Pop-up aufgeht. Wenn ihr direkt in die Suchleiste schreibt, ohne dass das sich öffnet, dann funktioniert es nicht. Genau. So, und die Confluence-Suche ist auf jeden Fall euer Freund, wenn ihr wisst, wie ihr sie bedient und wenn eure Seiten im Confluence irgendwie sinnvoll benannt sind. Ihr könnt in der Suche das ganze System durchsuchen, beziehungsweise ihr durchsucht immer nur die Inhalte, die ihr auch sehen könnt. Das heißt, er wird mir jetzt hier eben keine Suchergebnisse anzeigen von Seiten, auf die ich gar keinen Zugriff habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Events suche, dann seht ihr schon, ich habe hier mehr als 99 Ergebnisse. Das heißt, ich habe immer noch sehr, sehr viele Ergebnisse, wo ich erstmal herausfinden muss, auf welcher von den 99 plus Seiten steht denn jetzt das, was ich wirklich suche. Das Schöne ist, Confluence durchsucht nicht nur den Seitentitel, sondern auch den Seiteninhalt, was natürlich insofern schön ist, als dass ihr nicht wissen müsst, wie die Seite heißt, was aber natürlich dazu führt, dass ihr mehr Ergebnisse bekommt. Und das durchsucht auch Anhänge, sofern die durch Confluence oder durch den Computer lesbar sind, also so Standardformate wie Word, Excel, PDF, kann Confluence eben entsprechend lesen. Und auch da erhaltet ihr dann entsprechend hier Suchergebnisse. Nichtsdestotrotz sind 99 plus Ergebnisse eben sehr viel. Das heißt, es wäre ja schön, wenn ich das irgendwie einfiltern könnte. Und glücklicherweise kann ich das. Ihr seht das hier schon auf der rechten Seite. Da sind schon 2 Filtermöglichkeiten gegeben. Ich kann zum Beispiel nach dem Bereich filtern. Das heißt, wenn ihr beispielsweise 3, 4 Bereiche habt, in denen ihr regelmäßig unterwegs seid, entweder lesend oder schreibend, und ihr wisst, ihr habt die Seite schon mal irgendwo gesehen, dann könnt ihr zum Beispiel hier nach dem Bereich filtern. Ich habe zum Beispiel bei mir auf der Arbeit 3 Bereiche, in denen ich aktiv schreibe. Und es kommt ja doch häufiger vor, dass ich weiß, ich habe mir irgendwo eine Notiz gemacht oder ich habe irgendwo eine Info niedergeschrieben und ich gehe durch meinen Seitenbau und ich finde diese Seite einfach nicht, aber ich brauche jetzt die Info. Dann kann ich zum Beispiel nach irgendeinem Stichwort suchen, von dem ich mir relativ sicher bin, dass es irgendwo auf der Seite steht. Und dann filtere ich eben nach diesen 3 Bereichen oder vielleicht auch 4, je nachdem, was ich da habe, wo ich halt regelmäßig unterwegs bin. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel hier mache und filtere nach dem Bereich Atlassian Community Cologne, dann habe ich halt im Ergebnis schon nur noch 26 Suchergebnisse. Und das ist natürlich für mich viel einfacher zu sichten, als es die 99 plus. Ebenso könnt ihr hier zum Beispiel danach filtern, wer hat an der Seite beigetragen, also wer hat da was geschrieben. Und es gibt eben weitere Filter. Das ist die sogenannte erweiterte oder Advanced Search. Und da habt ihr eben noch weitere Filtermöglichkeiten. Also nach welchem Typ sucht ihr? Ist das eine Seite oder sucht ihr einen Anhang? Wann wurde zum Beispiel zuletzt was geändert? Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Seite von euch sucht und ihr wisst, ihr habt in den letzten 24 Stunden was geändert, dann könnt ihr da zum Beispiel nach filtern. Und man kann zum Beispiel auch nach Stichwörtern filtern. Stichwörter, im Englischen heißen die Label, können an Seiten und auch an Anhängen vergeben werden. Und damit könnt ihr einfach eure Seite labeln, um dann mit diesem Label weiterzuarbeiten. Zum Beispiel in der Suche, aber auch
innerhalb einer Confluence-Seite gibt es dann zum Beispiel so Möglichkeiten, dass ihr sagt, zeige mir alle Seiten, die das Label Apfel tragen, zum Beispiel. Das heißt, man kann sich auch mit den Labeln sehr schöne Übersichten bauen, beispielsweise. Genau. Und natürlich, wenn man die konsequent verwendet, vereinfachen sie auch die Suche. Genau. Aber ihr seht hier eben auch schon, es ist schon nicht unrelevant, wie man eine Seite benennt. Natürlich sollte man da jetzt auch keinen Roman schreiben, aber es ist halt schon irgendwie sinnvoll, wenn man an dem Seitennamen zumindest ansatzweise erkennen kann, worum es in der Seite geht. Weil wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, ich hätte jetzt hier 20 Ergebnisse, die alle Event heißen und sonst nichts, dann hilft mir das natürlich überhaupt nicht bei meiner Suche. An der Stelle kurz der Hinweis, dass hier nicht zu Missverständnis kommt. Innerhalb eines Bereiches kann man nicht 2 Seiten mit dem gleichen Namen erstellen, aber theoretisch könnte es in jedem Confluence-Bereich, in eurem Confluence, eine Seite mit dem Namen Event geben. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht nach dem Bereich filtern könnt, dann kann sowas eben durchaus passieren. Und dann ist es halt sinnvoll, wenn der Seitenname einigermaßen sprechend ist. Okay, dann habt ihr hier oben neben der Suche dieses kleine Glöckchen für Benachrichtigungen. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht groß erklären. Da werdet ihr über Änderungen benachrichtigt oder wenn euch jemand auf einer Seite erwähnt zum Beispiel. Und dann gibt es die Hilfefunktion, die natürlich häufig hilfreich sein kann, wie zum Beispiel bei den Tastenkürzeln. Hier findet ihr nämlich eine Übersicht über sämtliche Tastenkombinationen, die ihr in Confluence so verwenden könnt. Und da gibt es zum einen die allgemeinen Tastenkürzel, das ist sowas wie das GR, was wir eben hatten, die ihr quasi verwenden könnt, wenn ihr im normalen Lesemodus in Confluence unterwegs seid. Zum Beispiel sowas wie E. Ich glaube, das ist so wahrscheinlich eines der am häufigsten verwendeten Tastenkürzel in Confluence. E heißt, ihr bearbeitet die Seite, auf der ihr gerade seid. Dann geht ihr einfach in den Bearbeitungsmodus. Natürlich gibt es für all diese Dinge auch Button, aber für alle, die eben gerne mit Tastenkürzeln arbeiten, das macht ja auch vieles schneller. Für alles gibt es eben auch ein Tastenkürzel. Und auch im Bearbeitungsmodus der Seite kann man viel mit Tastenkürzeln arbeiten. Genau, also auch hier für alles, was man machen kann, gibt es im Grunde ein Tastenkürzel, sei es jetzt Überschriften setzen, Tabellen erstellen oder ähnliches. Genau, also wer da Interesse hat, kann sich das einfach mal anschauen. So, und dann habt ihr hier oben rechts noch euer Profil. Hier findet ihr zum Beispiel den Punkt persönlicher Bereich. Wenn ihr noch keinen persönlichen Bereich erstellt habt, was etwas ist, was ihr selber machen könnt als User oder selber machen müsst als User, dann steht da eben persönlichen Bereich erstellen oder falls ihr im Englischen arbeitet, Create Personal Space. Und sofern das auf Ebene der globalen Berechtigungen in eurem System zugelassen ist, könnt ihr das eben auch tun. Und dann könnt ihr diesen Bereich für euch persönlich nutzen, um euch zum Beispiel persönliche Notizen zu machen oder einfach mal ein paar Dinge auszuprobieren in Confluence. Genau. Meine persönliche Empfehlung ist aber, nutzt diesen Bereich wirklich nur für persönliche Sachen im Sinne von nichts, was auch für andere relevant ist. Also alle Inhalte, die ihr irgendwie ins Confluence schreibt, die auch für andere Menschen, andere Teams, eure Kollegen relevant sein könnten, legt die in einem dazu thematisch passenden Bereich ab und nicht in eurem persönlichen Bereich. Natürlich ist das schön, wenn man zum Beispiel so Entwürfe erstmal versteckt für andere erstellt, aber dann vergesst ihr nachher die umzuziehen zum Beispiel. Und wenn ihr jetzt irgendwie mal im Urlaub seid oder ausfallt, dann werden eure Kollegen in der Regel nicht auf die Idee kommen, in eurem persönlichen Bereich nach Inhalten zu suchen. Genau, hier habt ihr auch Zugriff auf euer Profil und zum Beispiel auf eure Einstellungen. In den Einstellungen beispielsweise könnt ihr einstellen, in welcher Sprache ihr das System nutzen wollt. Auf die Aufgaben komme ich nachher noch mal kurz zurück. Genau. So viel erstmal zur allgemeinen Navigation. Schauen wir uns an, wie der einzelne Confluence-Bereich aufgebaut ist. Dafür gehe ich hier jetzt nochmal, ich mache noch mal eine neue Seite auf. Wir nehmen einfach mal diesen Bereich hier. Nee, das ist ein schlechtes Beispiel. Moment. Diesen Bereich meinte ich. So, das ist unser Bereich Atlassian Community Cologne. In dem Fall sind wir jetzt gerade auf der Startseite des Bereichs.
Und hier auf der linken Seite habt ihr so eine Navigationsleiste. Die fährt jetzt auf, wenn ich da mit der Maus drüber fahre. Ich kann die aber auch festsetzen, indem ich auf den Pfeil klicke und dann ist sie halt immer offen. Und ihr könnt auch die Breite dieser Seitenleiste selber einstellen. Also je nachdem, wie viel Platz ihr gerade braucht oder ob ihr mehr auf der Seite gucken wollt oder mehr am Seitenbaum gerade unterwegs seid, könnt ihr das eben entsprechend größer oder kleiner ziehen. So, und hier habt ihr ganz oben immer den Namen des jeweiligen Bereichs. Dann diese Überblicksseite, die ist im Übrigen auch, die gibt es in der Form nicht in Confluence Server. Das ist also ein Cloud-Feature, dass ihr da so eine Übersichtsseite habt. Das ist im Grunde ein Dashboard für den jeweiligen Bereich. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel eben auch den Kalender, der in diesem Bereich nicht genutzt wird, und die letzten Aktivitäten. Dann seht ihr hier den Blog. Zu jedem Bereich gibt es auch eine Blog-Funktion. Ja, die können andere User zum Beispiel abonnieren und dann werden die informiert, wenn ihr dann einen Blog-Eintrag schreibt. Ist aber erstmal ein bereichsspezifischer Blog. Das heißt, hier gelten auch die gleichen Berechtigungen wie für den Bereich an sich. Ich gehe jetzt hier nicht auf alles ein, das sprengt so ein bisschen den Zeitrahmen. Was noch ganz interessant ist, sind die Bereichsverknüpfungen. In diesem Abschnitt können zum Beispiel Verknüpfungen zu anderen Bereichen hergestellt werden. Das heißt, wenn ihr jetzt in eurem Teambereich seid, oder ist was im Chat, guckt da mal gerade rein. Der Kalender ist ein Premium-Feature. Oh, danke für den Hinweis, war mir tatsächlich nicht bewusst. Gibt es also nicht in jedem Confluence Cloud. Sorry, Faden verloren. Bereichsverknüpfungen. Also entweder, wenn ihr in mehreren Bereichen regelmäßig arbeitet, dann könntet ihr zum Beispiel da die anderen Bereiche verknüpfen, sodass ihr ohne irgendwelche Menüs oben von einem Bereich direkt zum anderen springen könnt. Da könnt ihr aber auch Verlinkungen zu irgendwelchen externen Seiten herstellen oder auch zu einzelnen anderen Confluence-Seiten. Also man kann da jegliche Links hinterlegen. Genau. Nochmal ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe mein Team und ich, wir arbeiten in einem Confluence-Bereich, der heißt eben Team CAPS, weil wir CAPS heißen. Und wir haben aber beispielsweise ein Handbuch, wo wir unsere ganzen Anleitungsartikel zu den von uns betreuten Tools, also Jira, Confluence und so weiter, hinterlegen. Das heißt, das ist auch ein Bereich, mit dem ich sehr, sehr viel arbeite. Dementsprechend haben wir den zum Beispiel in den Bereichsverknüpfungen. Ich habe aber beispielsweise auch einzelne Seiten, an denen wir aktuell sehr viel arbeiten. Zum Beispiel sowas wie eine Projektdoku habe ich jetzt kurzfristig einfach, zumindest mal für eine vorübergehende Zeit, eben diese eine Projektseite verlinkt. Genau, also da könnt ihr eben einfach Dinge hinterlegen, die für euch häufig relevant sind. So, und dann haben wir den Seitenbaum. Und hier seht ihr alle Seiten, die in diesem Bereich, in dem ihr euch gerade befindet, angelegt sind. Und an den kleinen Pfeilen hier seht ihr, dass man da eben so eine Hierarchie, so eine Baumstruktur aufbauen kann. Und in Confluence habt ihr die Möglichkeit, Seite unter Seite unter Seite anzulegen. Immer weiter, so tief wie ihr wollt, sodass jede Seite im Grunde auch wie ein Ordner auf dem Laufwerk fungieren kann, mit dem einzigen Unterschied, dass hier, ich gehe jetzt einfach mal auf irgendeine Seite, dass auch die Seite selber, auch so ein schönes Beispiel, dass auch die Seite selber halt schon Inhalt hat. Ne, das habt ihr jetzt bei einem Ordner, auf dem Laufwerk habt ihr das nicht. Da ist der Ordner wirklich nur ein Ordner, nur ein Container. Hier ist die Seite gleichzeitig Inhaltsträger, sag ich mal, und Ordner für andere Seiten. Und so habt ihr eben die Möglichkeit, über diese Baumstruktur euch euren Bereich sinnvoll zu strukturieren. Genau. So, und ganz unten findet ihr noch einen Verweis auf archivierte Seiten. Ich habe ja vorhin ganz am Anfang erwähnt, dass man Seiten archivieren kann und die landen dann eben in diesem Container und können da angeschaut und wiederhergestellt werden. Genau, so viel erstmal zu dem Bereich. Sofern man Bereichsadmin ist, hat man hier dieses Zahnrad, um Dinge an dem Bereich zu ändern. Da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, weil das, glaube ich, für die meisten Anfänger erstmal zu weit geht, weil man in der Regel nicht unbedingt Bereichsadmin ist. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Okay, dann kommen wir zu Seitenaufbau und schauen uns einfach alles an, was jetzt rechts von dieser Seitenleiste liegt. Denn das ist die eigentliche Confluence-Seite.
Vielleicht gehe ich da aber nochmal auf eine etwas sinnvollere Seite. Nehmen wir einfach mal die Schulungsseite. Oh. So. Und was ihr hier sehen könnt, ist zum einen natürlich der Name der Seite in ganz groß. Darüber seht ihr die Brotkrumeln, Breadcrumbs, den Pfad, wie auch immer. Ihr kennt das auch vom Laufwerk, der Ordnerpfad, der euch zu dem Objekt bringt, auf dem ihr gerade seid. Unterhalb des Seitennamens seht ihr, von wem die Seite erstellt wurde, beziehungsweise auch wann die Seite zuletzt aktualisiert wurde. Und das ist jetzt wieder ein Cloud-Feature, möglicherweise auch ein Premium-Feature, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich sehe hier zum Beispiel eine kleine Statistik. Also ich sehe jetzt, diese Seite wurde in den letzten, ich weiß gar nicht, ob das, ach doch, die wurde von 4 verschiedenen Personen angeschaut und zwar in Summe 23 Mal. Das heißt, ihr könnt euch da eben auch anschauen, wie oft wird eure Seite tatsächlich betrachtet. War da vielleicht noch nie jemand drauf? Und ihr habt euch die ganze Mühe umsonst gemacht oder vielleicht habt ihr vergessen, irgendwie darüber zu kommunizieren, dass da eine neue Seite ist oder sowas. Ich habe es befürchtet. Danke, Svenja. Statistiken sind ebenfalls ein Premium-Feature. Naja. So. Und dann habt ihr hier oben rechts verschiedene Bearbeitungssymbole, sag ich mal, für eure Seite. Der Stift heißt, ihr bearbeitet jetzt den Inhalt der Seite. Oder ihr wollt den Inhalt der Seite bearbeiten. Bei dieses Sprechblasensymbol zeigt euch Inline-Kommentare. Ich zeige euch mal kurz, was Inline-Kommentare sind. Also zum einen, ganz unten an jeder Seite habt ihr die Möglichkeit, eine Seite zu kommentieren. Das ist dann ein Kommentar, der immer ganz unten an der Seite dann sichtbar ist. Da kann man auf den Kommentar antworten. Man kann auch in dem Kommentar Leute erwähnen und dann kann man da so eine kleine Diskussion starten. Aber der wird halt immer ganz am Ende der Seite angezeigt. Wohingegen Inline-Kommentare wirklich an der jeweiligen Stelle, die ich kommentieren möchte, angebracht werden können. Das heißt, ihr markiert sozusagen den Inhalt, zu dem ihr etwas sagen möchtet. Und dann geht da automatisch dieses kleine Pop-up auf. Und hier habt ihr links die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt einen Inline-Kommentar schreiben. Sowas zum Beispiel, dann könnt ihr den speichern. Auch in einem Inline-Kommentar könnt ihr Leute, also andere User per Add-Menschen erwähnen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Add André. Dann kriegt der André hier oben so eine kleine Notification. Hat eben den Vorteil, dass ihr sehr gezielt auf Inhalte eingehen könnt, sodass man nicht so viel aneinander vorbeiredet auch. Und dann habt ihr eben die Möglichkeit, die hier oben einblenden zu lassen. Oder eben ausblenden zu lassen, wenn sie euch stören. Genau. Den löse ich jetzt aber gerade mal wieder, damit das hier nicht so doof gelb ist. Ups. Genau. Einfach nur, weil es hier gerade auch aufgeploppt ist. Ihr habt an der gleichen Stelle die Möglichkeit, zu dem von euch markierten Text ein Jira-Ticket aufzumachen, sofern eure Jira- und Confluence-Instanzen entsprechend miteinander verknüpft sind. Genau, und dann geht man einfach hier drauf, Vorgang erstellen und dann wird ein entsprechendes Jira-Ticket erstellt. Man kann dann noch weitere Informationen eingeben. Ja. So, dann habt ihr hier das Sternchen, mit dem ihr diese eine Seite als Favorit markieren könnt. Ihr könnt eine Seite beobachten. Das heißt, wenn an der Seite Änderungen vorgenommen werden, werdet ihr informiert, wenn ihr die Seite beobachtet. Und hier findet ihr dieses kleine Schlosssymbol. Und das sind die sogenannten Seitenbeschränkungen, die ich ganz am Anfang bei den Berechtigungen erwähnt habe. Da klicke ich jetzt auch mal drauf, um euch das zu zeigen. Und ihr seht jetzt, diese Seite ist nicht beschränkt. Das heißt, erstmal kann jeder alle Seiten oder diese Seite anzeigen und bearbeiten. Und mit jeder ist hier jeder User gemeint, der für den Bereich Atlassian Community Cologne berechtigt ist. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, 2 verschiedene Dinge einzustellen. Entweder ich sage, es kann zwar jeder die Seite sehen, aber nur bestimmte Leute können die Seite bearbeiten. Und ihr seht dann immer hier unten auch direkt, welche Auswirkungen das ganz konkret hat. In dem Fall hieße das jetzt, jeder kann die Seite anzeigen, aber nur ich, weil ich das gerade einstelle, kann die Seite bearbeiten. Und dann kann ich hier Personen freigeben, wie jetzt zum Beispiel den André.
dann kann ich sagen, niemand kann, also jeder kann die Seite anzeigen, aber nur André und ich können die Seite bearbeiten. Und das ist jetzt der Punkt, den ich meine. Achtung, angenommen, André hätte keine Berechtigung für den Bereich an sich, für den Bereich Atlassian Community Cologne, dann könnte ich den zwar vielleicht hier eintragen, aber der könnte natürlich trotzdem die Seite nicht bearbeiten, weil er den Bereich gar nicht sehen kann oder bearbeiten kann. Das muss einem einfach bewusst sein. Das ist keine Freigabe im eigentlichen Sinne. So, und dann habe ich hier auch noch die Möglichkeit, auch das Sehen einzuschränken. Das heißt, erstmal kann niemand die Seite sehen oder bearbeiten und nur André und ich können in dem Fall bearbeiten. Und ich könnte sogar bei André noch sagen, André darf die Seite auch nur sehen und ich bin die Einzige, die sie bearbeiten kann. Das kann man also sehr gezielt steuern, wenn man das möchte. Und hier oben hat man noch so einen magischen Button. Da kann man Berechtigungen prüfen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel gucken wollt, also ich möchte jetzt zum Beispiel herausfinden, kann Primo diese Seite sehen, dann könnte ich das damit prüfen, ohne dass ich darüber nachdenken muss, wann ich jetzt wo wen berechtigt habe. Genau. So, an der Stelle vielleicht noch ein kleiner Tipp. Seitenbeschränkungen sind natürlich hilfreich. Das heißt, wenn ihr jetzt mal Seiten in euren Bereichen habt, die eben nicht jeder sehen soll, macht es natürlich durchaus Sinn, Seiten einzuschränken. Moment. Denn grundsätzlich ist Confluence ja schon dazu gedacht, Inhalte zu teilen und Confluence möglichst offen zu gestalten, sodass jeder sich selber die Informationen suchen kann, die er eben braucht. Das heißt, das Ziel ist schon, dass die Bereiche in der Regel erstmal für alle sichtbar sind. Es sei denn, man hat jetzt Bereiche, die wirklich explizit von vornherein irgendwie sensibel sind. Aber natürlich hat man dann häufig einzelne Seiten, wo man dann sagt, okay, die soll jetzt doch nicht jeder sehen. Und dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr in eurem Bereich nicht ganz viele einzelne Seiten beschränkt, weil ihr dann super schnell den Überblick darüber verliert. Und dann wird es dazu kommen, dass euch ständig irgendwelche Leute fragen, hier, ich habe da einen Link bekommen zu irgendeiner Seite, aber wenn ich drauf gehe, steht da, ich habe keine Berechtigung. Warum ist das so? Und dann fangt ihr an zu suchen. Dann müsst ihr euch durch den Seitenbaum klicken, schauen, an welcher Seite habt ihr jetzt da die Berechtigung eingestellt und dann fangt ihr an, das irgendwie aufzuräumen. Und damit tut ihr euch keinen Gefallen. Also versucht das so gering wie möglich zu halten. Hier nochmal kurz der Hinweis, weil das habe ich gerade eben vergessen. Das Beschränken der Leseberechtigung, das vererbt sich logischerweise. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Seite hier, Locations, die hat ja Unterseiten. Und wenn ich jetzt bei der Seite Locations sage, niemand außer mir kann die sehen, dann sieht logischerweise auch niemand die Unterseiten. Bei der Bearbeitungsberechtigung ist das nicht so, die vererbt sich nicht, die gilt dann eben nur für diese eine Seite. Aber das heißt, wenn euch jetzt jemand einen Link zu einer Unterseite schickt und ihr müsst herausfinden, warum hat derjenige da keine Berechtigung drauf, dann klickt ihr euch im Zweifelsfall durch jede einzelne Seite oder versucht eben den Hinweisen von Confluence zu folgen, die es euch da eben mitgibt. Ja, deswegen ist meine persönliche Best Practice ist, lasst euren ganzen Bereich offen und erstellt einen Seitenbaum, den ihr auch irgendwie intern zum Beispiel benennt, also sowas wie CAPS-Dokumentation intern. Und diese eine Seite, die schränkt ihr in der Sichtbarkeit ein. Und dann kommen alle Seiten, die ihr gerne nicht für alle veröffentlichen wollt, kommen unter diesen Seitenbaum. Dann baut ihr euch da notfalls, wenn das viele Seiten sind, nochmal eine kleine Extrastruktur auf. Aber dann müsst ihr euch immer nur um diese eine Seite kümmern, wenn es darum geht, Beschränkungen zu administrieren im Grunde. Genau. Okay. Ja, so. Und dann habt ihr hier oben, achso, dann habt ihr noch den Teilen-Button. Auch der ist natürlich sehr hilfreich. Da könnt ihr entweder den Link der Seite kopieren, um ihn zum Beispiel per Chat-Tool oder sowas an irgendwen zu schicken. Achtung, natürlich könnt ihr auch diesen Link nur sinnvollerweise nur an Leute schicken, die ohnehin Berechtigungen in Confluence haben. Das ist jetzt kein Link, um Seiten mit Leuten außerhalb eures Confluence zu teilen. Dieser Link hat den Vorteil, kann ich mir das irgendwie anzeigen lassen? Ja, dieser Link hat den Vorteil, okay, nee, ich sage das jetzt nicht, ich glaube, das ist nur ein Server so. Wir gehen einfach weiter.
In Server hat dieser Link den Vorteil, das ist ein sogenannter Short-Link. Das heißt, der enthält nicht die komplette URL, die hier oben abrufen können, denn normalerweise kann man ja auch einfach die URL nehmen und irgendwem schicken. Aber die URL enthält das Bereichskürzel. Und auf Server enthält der Shortlink, den ihr hier abrufen könnt, das Bereichskürzel nicht, sondern der referenziert ausschließlich auf die Page-ID, was den Vorteil hat, dass wenn ihr eine Seite aus einem Bereich in einen anderen verschiebt, dann ändert sich ja logischerweise die URL, weil da ist ja dann das Bereichskürzel ein anderes. Das heißt, die URL funktioniert nicht mehr. Man wird dann zwar weitergeleitet, aber ist halt nicht mehr ganz aktiv, wohingegen der Shortlink eben bestehen bleibt. Das heißt, gerade wenn ihr jetzt irgendwie das zum Beispiel auf anderen Seiten einbaut, um es zu verlinken, ja, als Seiten ist ein schlechtes Beispiel, aber wenn ihr den verschickt, dann macht es eben häufig Sinn. Oder wenn ihr den irgendwo anders oder zum Beispiel als Favorit hinterlegt, dann macht es durchaus Sinn, den Shortlink zu nehmen. Da kommt jetzt noch gerade jemand. Hallo Robert, wir sind mittendrin, deswegen mache ich jetzt einfach weiter. Genau. Und dann habt ihr hier oben noch das Kontextmenü zu der Seite, wo ihr dann zum Beispiel noch so Sachen machen könnt, wie die Seite kopieren, die Seite verschieben in einen anderen Conference-Bereich zum Beispiel, die Seite archivieren. Ihr könnt euch die... Hallo, Robert, dürfte ich dich bitten, dich zu muten? Entschuldige bitte. Kein Problem, Dankeschön. Hier könnt ihr euch die Änderungshistorie anschauen, das heißt alle Versionen, die es zu dieser Seite schon gibt. Ihr könnt euch die Anhänge an der Seite anschauen und so weiter. Genau. Ein schönes Feature in Confluence Cloud ist, dass ihr hier in diesem Seitenbaum per Drag und Drop die Seiten verschieben könnt. Das heißt, wenn ihr eine Seite innerhalb eures Confluence-Bereichs verschieben wollt, ist das natürlich eine ganz, ganz praktische Geschichte, hier einfach hinzugehen, schwupp, 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 und dann könnt ihr die Seite verschieben, auch zum Beispiel zu einer Unterseite von einer anderen Seite machen oder ähnliches. Das gibt es im Confluence Server in der Form nicht. Aber sowas funktioniert immer nur innerhalb des einen Bereichs. Wenn ihr die Seite in einen anderen Bereich verschieben wollt, dann müsst ihr hier oben die Verschieben-Funktion nutzen. Noch ganz kurz zum Thema Anhänge. Ihr seht jetzt hier alle Anhänge, die an dieser Seite hängen. Und da seht ihr die ganzen Bilder, die ich da verwendet habe, um die Seite aufzubauen, die ich euch die ganze Zeit zeige. Hier nur ein paar Hinweise. Ich habe die Anhänge alle sinnvoll benannt, weil es sind sehr viele Anhänge, wie ihr seht. Und damit ich jetzt im Nachgang immer noch weiß, welches Bild ist jetzt welches, habe ich nicht einfach nur irgendeinen kryptischen Namen gelassen, der zum Beispiel aus meinem Screenshot-Tool entstanden ist, sondern habe jeden Anhang so benannt, dass ich erkenne, welches Bild ist das jetzt, an welche Stelle meiner Seite gehört das zum Beispiel. Das hat auch den Vorteil, dass wenn ihr, angenommen, ich habe da jetzt ein Word-Dokument und das heißt Confluence Einsteigerschulung und ich lade dann nochmal ein Word-Dokument mit dem gleichen Namen hoch, weil ich zum Beispiel einfach eine neuere Version habe. Das ist jetzt der Oldschool im Zeitalter von O365 und so. Aber angenommen, das wäre so, dann würde der auch den Anhang entsprechend ersetzen und versionieren. Das heißt, ihr habt dann eben nicht voll das Anhangschaos an eurer Seite. Und genau, insofern der Tipp, versucht die sinnvoll zu benennen. Vergebt zum Beispiel, wenn es für euch sinnvoll ist, auch Stichwörter. Ihr könnt hier auch Kommentare hinterlegen, wenn ihr das wollt, um da weitere Informationen mitzugeben. Und räumt eure Anhänge vielleicht ab und zu auch auf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eins der Bilder auf meiner Seite löschen würde, weil ich die Seite einfach neu gestalten möchte, dann würde ich mich bemühen, auch den Anhang zu löschen. Damit das jetzt zum einen ordentlich bleibt und natürlich auch, um irgendwie den Speicherplatz nicht unnötig zu verbrauchen. Genau. So, und ihr könnt hier eben beispielsweise unter Eigenschaften, wenn ich mich jetzt nicht irre, genau, hier könnt ihr den Kommentar ändern. Ja, genau. Schaut euch das einfach mal an. Okay. So, damit kommen wir, und ich habe schon befürchtet, dass ich hier die 45 Minuten sprengen werde, es tut mir leid. Damit kommen wir zum Punkt Seite erstellen, was ja aber natürlich ein sehr wichtiger Punkt ist in Confluence,
wo man sämtliche Inhalte auf irgendwelche Seiten schreiben möchte. Genau, da noch einmal kurz, ausholen. Confluence dient ja dazu, sowas wie Word-Dokumente beispielsweise abzulösen. Das heißt, ich habe nicht das Ziel, eine Seite aufzubauen und dann da meine Word-Dokumente als Anhang hochzuladen, sondern ich habe das Ziel, die Inhalte, die eigentlich vorher in meinem Word-Dokument standen, in eine Confluence-Seite zu packen, damit ich diese Confluence-Seite und dementsprechend die Inhalte ganz leicht mit meinen Kollegen teilen kann, gemeinsam mit meinen Kollegen daran arbeiten kann, dass diese Seite auch für alle Kollegen immer zur Verfügung steht, ohne dass ich ihnen zum Beispiel aktiv den Link schicken muss und so weiter und so weiter. Auch das Teilen von Inhalten ist natürlich deutlich, also finde ich persönlich, deutlich leichter, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit Dokumenten in einem Google Drive oder in einem OneDrive arbeite, weil ich bei dem OneDrive, da ist es mit den Berechtigungen deutlich komplizierter, wenn ich dann immer so ein ganzes Team-Drive zum Beispiel freigeben muss, was ich aber eigentlich nicht will. Also gebe ich einzelne Dateien frei und dann muss ich gucken, wem teile ich das jetzt. Und da ist es in Confluence schon deutlich einfacher, sofern man sein Confluence offen gestaltet, was die Berechtigung angeht. Und natürlich das Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Inhalten ist ja auch deutlich einfacher. Wie ich eben schon gesagt habe, kann ich ja ganz leicht hier innerhalb einer Seite auf andere Seiten verlinken, wie man das so von Wikipedia zum Beispiel kennt. Ja, man fängt irgendwie bei Äpfeln an und landet nachher bei, weiß ich nicht, Kamelen. Und das hat man eben in einem Confluence auch. Also man kann sich hier quasi von Seite zu Seite klicken, was man natürlich in so einer Ordnerstruktur wie einem Drive-System nicht hat. Genau. Das heißt, es ist natürlich das Ziel, viele Seiten mit sinnvollem Inhalt zu erstellen. Und dafür geht man auf diesen Erstellen-Button. So, an der Stelle der erste Hinweis. Wenn ihr auf den Erstellen-Button klickt, habt ihr erstmal eine leere Seite. Ihr könnt, wie ich das vorhin schon gezeigt habe, von den Vorlagen aus starten und euch dann direkt eine Vorlage aussuchen, mit der ihr startet. Oder ihr habt jetzt hier am Anfang, wenn ihr die Seite erstellt, auf der rechten Seite auch nochmal die Möglichkeit, Vorlagen anzuschauen und auszuwählen. Das machen wir jetzt aber nicht. Der nächste Hinweis ist, eure neue Confluence-Seite wird immer als Kindseite oder als Unterseite zu der Seite erstellt, auf der ihr euch gerade befindet. Und ich war ja gerade auf meiner Confluence Cloud für Einsteiger-Seite, habe auf den Erstellen-Button gedrückt und jetzt sehe ich hier oben an dem Pfad schon, dass das jetzt quasi die neue Elternseite dieser Seite wird. Ja, genau. Aber ihr habt ja auch gesehen, es ist auch überhaupt kein Problem, Seiten im Nachgang nochmal zu verschieben. So. Das Erste, was ihr immer machen solltet, ist einen Seitentitel zu vergeben. Wie gesagt, gerne irgendwas Sinnvolles. Ja. So. Und dann klickt ihr da drunter und seid im Körper der Seite. Es funktioniert sehr, sehr ähnlich wie ein Word-Dokument. Ja, also ihr habt hier einfach einen Körper, in dem ihr Text eintragen könnt. Ihr könnt natürlich auch Überschriften eintragen und so weiter. Und oben habt ihr eine eine Formatierungsleiste. Da habt ihr die ganzen Standardsachen, die ihr aus jedem Textbearbeitungsprogramm kennt, wie zum Beispiel Überschriften. Also wenn ich jetzt hier meine Zeile anklicke und sage Überschrift 1, ist das eine Überschrift der Ebene 1. Und wie ihr das auch vielleicht von Word kennt, es tut mir leid, dass ich da gerade so auf die Parallele zu hinziehe, wie auch da könnt ihr hier zum Beispiel ein automatisches Inhaltsverzeichnis erstellen lassen, wenn ihr gewisse Textabschnitte als Überschrift markiert habt. Achtung, ihr könnt nicht einzelne Wörter in einer Zeile alleine als Überschrift markieren, sondern es bezieht sich immer auf die ganze Zeile. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel hier dieses Wort nur markieren würde, dann macht er trotzdem eben die ganze Zeile. Genau. Auch hier zum Beispiel Tastenkürzel. Oh, schlechtes Beispiel ist ein anderes Tastenkürzel auf dem Server. Moment, Steuerung Alt 2. So, Steuerung Alt 2 macht die Zeile zur Überschrift 2. Also Überschrift der Ebene 2. Genau. Ja, ich denke, das muss ich jetzt nicht alles erklären. Ne? Hier Fettdrucken, Kursivdrucken,
durchstreichen und so weiter. Linksbündig, rechtsbündig, Textfarbe. Bullet Points, Aufzählung, kennt ihr alles. Was ihr nicht kennt, ist diese Aufgabenliste. Die ermöglicht es euch, Aufgaben anzulegen, diese Aufgabe einer Person zuzuweisen und ein Fälligkeitsdatum zu hinterlegen. Und ihr habt schon gesehen, das Zuweisen der Person mache ich das über das normale Erwähnen mit Add-Menschen. Und das Datum kann ich zuweisen, indem ich zweimal / tippe. Und dann kann ich jetzt hier mittels Kalender hinzufügen. Und dann wähle ich aus, dass der André mir bis Freitag einen Kuchen schicken soll. So. Und das Schöne ist, und dafür gehen wir jetzt nochmal kurz zurück, diese Aufgabe wird jetzt in Andres persönlicher Aufgabenliste auftauchen. Ich zeige euch jetzt nur, wo man die findet, weil bei mir taucht die jetzt natürlich nicht auf. Ich hätte auch mich erwähnen können, egal. Also wenn André jetzt hier oben auf sein Profil geht und dann auf Aufgaben klickt, dann hat er hier eine Übersicht über alle Aufgaben in Confluence, also in diesem Confluence, die ihm zugewiesen wurden. Und dabei ist es ganz egal, auf welcher Seite die erstellt wurden, auch in welchem Bereich die erstellt wurden. Sämtliche Aufgaben, wo er mit Add angeschrieben wurde, werden hier für ihn aufgezählt. Und das heißt, er hat halt eben einfach eine super gute Übersicht über die Aufgaben, die so zugewiesen wurden. Wenn man jetzt zum Beispiel mit ganz viel Besprechungsnotizen arbeitet oder ähnliches und eben wirklich so Besprechungsprotokolle führt, in denen man auch Aufgaben niederschreibt, dann kann man das eben super nutzen. Und aus sämtlichen Besprechungsprotokollen werden dann da die Aufgaben aufgelistet im eigenen Profil. Und wenn André jetzt dann in sein Profil ginge und würde diese Aufgabe abhaken, dann würde die auch automatisch auf dieser Seite hier abgehakt. Genau. So, das ist die Aufgabenliste. So, dann könnt ihr hier natürlich Links hinterlegen, entweder zu externen Seiten oder zu anderen Seiten im Confluence. Ihr könnt Bilder hochladen und Dateien hochladen. Ja, gut, Add-Menschen hatten wir schon. Ihr könnt natürlich mit Emojis arbeiten. Tabelle, glaube ich, muss ich jetzt auch nicht großartig erklären. Ja, aus Zeitgründen gehe ich da jetzt mal nicht im Detail drauf ein. Worauf ich aber eingehen möchte, ist dieser Layout-Button. Den gibt's, also auch all das gibt es auch in Confluence Server. Und dieser Layout-Button, der ermöglicht es euch, weitere Strukturen in eure Seite zu bringen. Denn in der Regel ist natürlich jetzt, wenn ihr einfach eine Seite mit Fließtext füllt, ist das eben weder besonders schön noch besonders leserfreundlich. Also man versucht ja schon, eine Seite möglichst übersichtlich zu strukturieren, leicht lesbar zu machen, vielleicht auch ein paar Bilder einzufügen. Ja, es klingt vielleicht blöd, aber eine schöne Seite wird mit Sicherheit deutlich eher sorgfältig durchgelesen als eine Seite, die total unschön anzusehen und überfrachtet ist mit Text. Deswegen nutzt auf jeden Fall dieses Seitenlayout. Das ermöglicht es euch nämlich, das seht ihr hier, aus dieser einen Spalte, also aus dieser einen ganzen Seitenbreite mehrere Spalten zu machen. Und dann könnt ihr eben sagen, ihr wollt zum Beispiel in 2 Spalten arbeiten, in 3 Spalten arbeiten. Man kann zum Beispiel auch die linke Spalte größer machen als die rechte und so weiter. Und dann könnt ihr eben euren Inhalt entsprechend in diesen Bereich packen, also in diesen Abschnitt. Und könnt davon eben ganz, ganz viele einfügen. Und habt dann eben die Möglichkeit, auch jeden Abschnitt selber separat voneinander zu strukturieren. Also ich kann jetzt hier mit 2 Spalten arbeiten. Wenn ich hier unten zum Beispiel mit 3 arbeite. Das heißt, ihr habt eben sehr leicht die Möglichkeit, schnell Struktur in eure Seite zu bringen. Gerade wenn man zum Beispiel mit Bildern oder sowas arbeitet, das ist super hilfreich. Genau. So. Und dann, ganz, ganz wichtig, dieses Plus hier oben. Das sind nämlich die sogenannten Makros. Da findet ihr erweiterte Funktionalitäten, die beispielsweise solche Funktionen bringen wie ein automatisches Inhaltsverzeichnis. Viel Spaß, Martina. Genau. Ist nur ein Beispiel von vielen. Ihr könnt euch hier unten unter mehr Anzeigen eben alle Makros anzeigen lassen, die es so gibt. Und ihr seht schon, das ist eine ganze Menge.
ich zeige euch jetzt einfach mal 2, 3, die ich persönlich wichtig oder sinnvoll finde. Und dann nehmen wir zum einen mal das Inhaltsverzeichnis. Inhalt. Dann geht ihr auf Einfügen. Und dann habt ihr auf der rechten Seite ein Fenster mit Einstellungen. Das ist natürlich von Makro zu Makro unterschiedlich. Je nachdem, was das Makro kann, habt ihr unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Beim Inhaltsverzeichnis zum Beispiel kann ich mir aussuchen, ob ich da jetzt so ein klassisches aufgelistetes Inhaltsverzeichnis haben möchte oder ob ich zum Beispiel dieses flache Inhaltsverzeichnis haben möchte, wo Überschrift neben Überschrift neben Überschrift steht, die dann nur durch so einen Strich quasi getrennt sind. Genau. Und man sieht eben auch, das steht ja auch da drin, dass man nicht so wirklich sieht, wie das Makro am Ende aussieht. Also ich sehe Makros immer nur in so einer Form, das heißt, ich kriege nicht so ein richtig gutes Bild davon, wie das nachher aussieht, aber es gibt eine Vorschaufunktion, die findet man hier unten, oben in diesen 3 Pünktchen und dann kann man sich eine Vorschau der Seite anzeigen lassen und dann sieht man hier oben, dass ich offensichtlich eine leere Zeile ohne Text als Überschrift markiert habe und man sieht eben auch die beiden Überschriften, die ich tatsächlich markieren wollte und ihr seht, dass der die auch in den verschiedenen Eben dementsprechend anordnet. So, jetzt kann ich einfach wieder auf Bearbeiten gehen und mit meiner Bearbeitung fortfahren. Und hier oben ist sie auch schon, die eine leere Zeile. Die soll natürlich keine Überschrift sein, sondern normaler Text. So. Und was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man jetzt hier oben auch noch mal ein bisschen Struktur reinbringt. So zum Beispiel. Und dann kann man auch das Makro beispielsweise in einen Bereich, also in einen von diesen Spaltenabschnitten verschieben. Das grenzt das eben einfach ein bisschen ein, sodass da so ein Inhaltsverzeichnis über die ganze Seite sieht halt oft nicht so schön aus. Das heißt, es macht zum Beispiel Sinn, das in so einer etwas schmaleren Spalte anzeigen zu lassen. Dann kann man links zum Beispiel noch so eine Art Einstiegstext für die Seite zum Beispiel schreiben, so ein Infotext. Und für einen Infotext beispielsweise gibt es auch ein Makro, das sich eignet oder mehrere. Könntest zum Beispiel hier so ein Info-Panel nehmen. Man sieht das schon so leicht in diesem kleinen Vorschaubild. Dann habe ich so einen blauen Kasten mit einem Infosymbol und da ist dann mein Text drin. Ich könnte beispielsweise auch einen Hinweis nehmen, wenn ich es schöner finde, ist ein lila gestaltet. Ich nehme jetzt mal das Info-Panel, einfügen. In dem Fall habe ich jetzt rechts keine Einstellungsmöglichkeiten, weil da kann ich eben nichts einstellen. Es ist so, wie es ist. Aber ich kann da jetzt eben meinen Text eintragen, Infotext. So. Und wenn ich mir jetzt nochmal die Vorschau anschaue, dann sehe ich eben, dass da immer noch irgendwo eine leere Zeile ist, die ich nicht gesehen habe. Und dass halt, ja, dass ich einfach quasi nebeneinander Inhalt relativ schnell eintragen konnte, der die Seite schöner strukturiert. Ja, genau. So. Da. Genau, also das sind zum Beispiel 2 sehr hilfreiche Makros. Es gibt sowas wie das Inhaltsmakro, gibt es zum Beispiel auch für Unterseiten. Das heißt, ich kann mir auf die gleiche Art und Weise alle Unterseiten einer bestehenden Seite anzeigen lassen. Ihr könnt zum Beispiel auch den Inhalt von anderen Seiten in eurer Seite einbinden. Ihr könnt ja zum Beispiel Office-Dateien, also zum Beispiel eine PowerPoint-Datei, könnt ihr einbetten, sodass ihr da auch eben euch durch die einzelnen Folien klicken könnt. Was gibt es noch? Ja, eine Bildergalerie, falls man für sowas Bedarf hat. Verschiedene Diagramme. Oh, ganz wichtig, genau. Es gibt ein Jira-Makro, also für alle, die auch mit Jira arbeiten. Ihr könnt euch zum Beispiel entweder einzelne Jira-Vorgänge in eurer Seite anzeigen lassen oder ihr könnt euch auch eine Liste von Jira-Vorgängen anzeigen lassen. Da gehe ich noch mal kurz auf meine Seite und zeige euch was. So, da habe ich nämlich ein Beispiel mitgebracht aus, das ist jetzt tatsächlich aus dem Rewe Digital Confluence. Da habe ich so eine Projektseite aufgebaut zu dem Projekt. Wir müssen leider etwas den Server ablösen, wie man sieht. Jetzt lädt er hier, sorry, es tut mir leid, der lädt hier gerade alles nach.
Ich hoffe, man kann das einigermaßen lesen. Und da seht ihr zum Beispiel, dass ich auf der Confluence-Seite mir automatisch hier unten diese Liste an Jira-Tickets anzeigen lasse, die ich natürlich im Jira angelegt habe und auch dort pflege. Das sind in dem Fall jetzt alle Stories, die hier unter diesen 3 Epics hier oben hängen. Und ja, so habe ich eben einfach die Informationen, die ich im Jira ohnehin schon habe, in meinem Confluence dargestellt, muss ich hier also nicht explizit nochmal separat auflisten. Wenn ich im Jira was ändere, nimmt er die Änderung hier auch direkt mit. Ja, genau. Ist also eine super praktische Geschichte, wenn man mit beiden Systemen arbeitet. Genau. So, kommen wir mal zum Abschluss von Seite erstellen. Ganz wichtig ist, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich diese Seite in einem Entwurfsstatus. Das heißt, ich würde die zum Beispiel in meinem Dashboard in den Entwürfen sehen. Aber, was man jetzt hier auch sehen kann, die ist noch nicht als Unterseite die ist halt noch nicht da, die ist noch nicht im Seitenbaum angekommen. Dementsprechend bin ich die Einzige, die diese Seite über meine Entwürfe aufrufen kann. Die Seite wird erst im Seitenbaum sichtbar und für andere erreichbar, wenn ihr das erste Mal hier oben auf Veröffentlichen klickt. Wenn ich jetzt hier auf Schließen klicken würde, dann würde der zwar meinen Entwurf speichern, aber ich würde die Seite erstmal einfach verlassen und müsste dann über den Entwurf wieder an die Seite gehen. Oder eben, ich klicke jetzt auf Veröffentlichung und dann wird meine Seite das erste Mal veröffentlicht, gespeichert und taucht jetzt hier links im Seitenbaum auf und kann auch von anderen Usern, die diesen Bereich sehen dürfen, eben aufgerufen werden. Genau. Wenn ich die Seite wieder bearbeiten möchte, gehe ich einfach wieder auf Bearbeiten oder drücke E und bin wieder im Bearbeitungsmodus meiner Seite. Und das Gleiche gilt jetzt für jede Änderung, die ich hier mache. Also wenn ich hier was Neues eintrage, ist das nicht sichtbar, bevor ich nicht hier auf diesen Veröffentlichungsbutton gedrückt habe. Hier oben seht ihr im Übrigen jetzt gerade meinen Avatar und das ist auch die Stelle, wo ihr andere User sehen würdet, wenn sie gleichzeitig mit euch an dieser Seite arbeiten würden. Genau. Ihr habt hier in dem Kontextmenü noch ein paar weitere Optionen. Der erste Punkt, ihr könnt, also ich habe ja eben vorhin gezeigt, mit diesem kleinen Auge-Symbol an einer Seite oben, könnt ihr Seiten beobachten. Das heißt, wenn jemand diese Seite, die ihr beobachtet, bearbeitet und auf Veröffentlichung klickt, werdet ihr benachrichtigt. Es sei denn, derjenige, der die Seite bearbeitet, nimmt diese Option hier und sagt, ich möchte das veröffentlichen, ohne die Leute, die die Seite beobachten, zu benachrichtigen. Das macht zum Beispiel für euch, wenn ihr jetzt eine Seite bearbeitet, macht es Sinn, diese Version zu nutzen, wenn ihr zum Beispiel nur einen Rechtschreibfehler korrigiert oder ähnliches. Oder so minimale Änderungen vornehmt, die nicht essentiell genug sind, dass sich jemand die Seite erneut anschauen muss, jetzt sofort. Dann macht es zum Beispiel Sinn, diese Option zu verwenden. Genau, ihr könnt auch einen Versionskommentar mitgeben, da müsstet ihr entsprechend hier klicken. Der taucht dann in der Versionshistorie auf, neben der entsprechenden Version der Seite. Man kann auch die Veröffentlichung planen, das heißt, man gibt eben ja, einen Zeitpunkt an, wann das quasi triggert. Genau. Ja, und vielleicht noch kurz hier die Stichwörter. Das sind die Stichwörter, die ich vorhin bei der Suche gezeigt habe. In dem Fall, wenn es ist, das ist natürlich ein schlechtes Beispiel für die Seite, die hat keinen wirklichen Sinn. Angenommen, es wäre ein Anleitungsartikel, könnte ich hier zum Beispiel sowas wie Anleitung als Label vergeben. Ich tippe das einfach ein und mache Enter. Ihr könntet auch How-To oder sowas machen. Achtung, in dem Moment, wo ihr ein Leerzeichen macht ihr das. Oh, das hat jetzt nicht funktioniert. So, nee, ist das. Okay, sorry, ich glaube, das ist eine Serverfunktion, von der ich gerade rede. Im Server ist es so, wenn ihr mit Leerzeichen schreibt, 2 Wörter, dann macht ihr da 2 Labels raus. Das heißt, auf Server machen wir zum Beispiel alles mit Stichwörtern oder Unterstrichen oder sowas. Genau. Aber dann versucht ihr zum Beispiel, den Inhalt eurer Seite mit einem Label zu charakterisieren. Oder auch, wenn ihr verschiedene Seiten zu einem bestimmten Thema habt, könnt ihr natürlich auch das Thema als Label vergeben. Ja, genau. Und genau, und dann noch der Hinweis, habe ich ja schon erwähnt vorhin, da gibt es eben auch sehr viele Makros, die darauf zurückgreifen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, nach Labels zu suchen.
Und dann kann ich mir zum Beispiel hier bei Inhalt nach Stichwort, kann ich mir eine Liste von allen Seiten anzeigen lassen, die ein bestimmtes Stichwort haben. Ich nehme jetzt mal hier Thema, weil das bestimmt nicht so oft vorkommt. Ich habe hier auch im Übrigen auch eine kleine Vorschau in dem Fall jetzt. Und dann sehe ich hier schon, der findet jetzt hier meine Beispielseite, die ich hier gerade, also referenziert jetzt hier auf sich selber, macht nicht so viel Sinn, aber verdeutlicht hoffentlich, was dieses Makro macht. Und wenn ihr dann ganz viele Seiten habt, die das Makro haben, die das Label haben, Thema, würden die hier alle aufgelistet und ihr würdet euch zum Beispiel sparen, diese Seiten alle hier drauf zu verlinken. Genau. So, dann gehe ich nochmal auf Veröffentlichen. Jetzt taucht die da auf der rechten Seite auf. Das sieht jetzt natürlich nicht besonders schön aus, weil ich da so eine komische Struktur jetzt aufgebaut habe. Aber jetzt seht ihr hier die verlinkten Seiten mit dem gleichen, also mit dem Stichwort, das ich hinterlegt habe. Genau. Okay. Kommen wir nochmal zurück. Ich habe noch einen allerletzten Hinweis unter Weiteres. Da möchte ich euch gerne den Atlassian Marketplace ja, ans Herz legen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber ich möchte euch davon erzählen. Ich habe leider vergessen, einen Link zu hinterlegen. Genau. Aber in diesem Atlassian Marketplace findet ihr sämtliche Add-ons, die es für Jira, Confluence oder andere Atlassian Tools gibt. Und mit denen ihr eben die Funktionen eures Confluence erweitern könnt. Und ja, dann könnt ihr da euch Dokumentation anschauen, könnt gucken, was das kostet, könnt den Hersteller kontaktieren und könnt zum Beispiel da auch euch Informationen darüber holen, wo die Daten liegen, beispielsweise, was natürlich gerade in der Cloud eben noch ein größeres Thema ist als auf dem Server beispielsweise. Genau, so, damit wäre ich jetzt auch am Ende